und deswegen wollte ich durch Channel Welcome auch ein bisschen. Ich bin ein wirklich kluger Mensch. Ich habe es einfach sehr Schule, Gendarmerie zu gehen. Dort Like it when foreigners try to speak their language. Косточки. И когда мы приехали в Германию, weil sie andere Länder, andere Menschen ausbeuten. Huami ist unsere neue Kollegin und Praktikantin. Sie studiert hier an der Augsburger Universität Medien und Kommunikation, ist in Tschechien geboren, wohin ihre vietnamesischen Eltern auswanderten. In ihrem Selbstporträt gibt sie uns Einblicke in das vietnamesisch-tschechische Leben. Mein Leben anbieten und ja, so halt. Ich kann das nicht. Ich hasse das. Kamera läuft und bitte. Hallo, mein Name ist Huami Nguyen. Ich bin seit Dezember Praktikantin bei Channel Welcome und ich wollte euch einen kurzen Blick in mein Leben anbieten und mich kurz vorstellen. Ich bin schon seit meiner Kindheit an Journalismus interessiert und obwohl ich meistens mit Textproduktion gearbeitet habe, wollte ich mal was Neues ausprobieren und deswegen wollte ich durch Channel Welcome auch ein bisschen über die Filmproduktion lernen und neue Erfahrungen sammeln. Ich bin vietnamesisch, bin aber in der Tschechischen Republik geboren und aufgewachsen und ja, daher, dass ich in zwei Kulturen aufgewachsen bin, kann ich auch nicht so genau sagen, ob ich mich eher tschechisch oder eher vietnamesisch fühle, weil für mich die zwei Kulturen so eng miteinander verbunden sind, dass ich sie nicht mehr voneinander trennen kann. Meine Eltern sind während der kommunistischen Zeit aus Vietnam nach Tschechien gekommen als Gastarbeiter und dann sind wir, also ich und meine zwei Geschwister, alle in Tschechien geboren. Genauso wie meine Eltern sind auch viele andere vietnamesische Leute nach Tschechien gekommen und mittlerweile gibt es eine ziemlich große Kommunität bei uns im CHEP. Wir unternehmen auch sehr viel zusammen, zum Beispiel feiern wir jedes Jahr den lunaren Neujahr oder Muttertag, Kindertag, Frauentag. Diese Tage sind jeweils an anderen Daten als in Europa oder im Rest der Welt gefeiert und die Traditionen und Bräuche sind auch anders. Vietnamesen in Tschechien arbeiten meistens in kleinen Kiosks oder an Märkten. Und wenn man auf so einen Markt geht, fühlt man sich manchmal, als ob man in Vietnam ist, weil überall nur Vietnamesen zu sehen sind und vietnamesisches Essen riecht überall. Von irgendwo spielt immer vietnamesische Musik, irgendwelche traditionelle Lieder oder so. Leider haben die Vietnamesen aber die Tendenz, sich von der tschechischen Gesellschaft auszuschließen und eher in der Kommunität zu bleiben. Sie kommunizieren nicht so viel mit den Tschechen und das führt dann dazu, dass sie auch nach längerer Zeit, wo sie in Tschechien gelebt haben, nicht so gut Tschechisch können oder gar nicht Tschechisch können. Die zweite Generation von Vietnamesen, zu der ich auch hingehöre, sind dagegen anders. Also wir wachsen in einer doppelten Kultur auf und wir müssen uns zwar an die tschechische Gesellschaft anpassen, aber gleichzeitig müssen wir auch unsere vietnamesischen Werte schätzen und uns auf die Regeln unserer Eltern orientieren. Zum Beispiel ich und meine Geschwister oder meine vietnamesischen Freunde unterhalten uns meistens auf Tschechisch, weil es für uns einfacher ist. Die Mehrheit von der zweiten Generation kann besser Tschechisch sprechen als Vietnamesisch. Vietnamesen sind von Natur sehr fleißige Menschen, sie arbeiten hart und lang. Vor allem die, die emigriert sind, weil der Hauptgrund, warum sie eigentlich emigriert sind, ist, weil man in Vietnam nicht so viel Geld verdienen kann, um die ganze Familie zu versorgen. Sie fühlen sich finanziell verpflichtet gegen ihre Kinder oder gegen die Verwandten in Vietnam und deswegen stellen sie so viel Wert auf ihre Arbeit. Genau, weil meine Eltern so viel gearbeitet haben, also die sind immer früh am Morgen gegangen und spät am Abend zurückgekommen aus der Arbeit, müssen wir eine andere Person haben, die sich um mich und meine Geschwister kümmert. Für uns war es eine tschechische Frau, die wir Tante genannt haben, Tante Vlasta. Tante Vlasta hat uns immer nach der Schule abgeholt und dann haben wir bei ihr zu Hause mal unsere Hausarbeiten geschrieben oder Bücher gelesen, ferngesehen und auch zu Tanztrainings gegangen, weil sie uns zu Tanzen gebracht hat. Das war eigentlich ein großer Teil von meiner Kindheit, weil ich zweimal in der Woche zum Tanztraining gegangen bin und
am Wochenende auch zu Tanzturnieren gefahren bin. Im Allgemeinen haben vietnamesische Leute in Tschechien einen eher guten Ruf. Der Stereotyp besagt so, dass die Eltern hart arbeiten, fleißig sind, keine Probleme verursachen und die Kinder gehorsam sind, gut in der Schule und so weiter. Komischerweise können auch diese positiven Stereotype schäden. Zum Beispiel, wenn ein vietnamesisches Kind eine schlechte Note bekommt, fühlt es sich, als ob die Welt enden soll, nur weil man die Erwartungen von den Eltern und auch von den Lehrern und anderen Leuten nicht erfüllt hat. Es gibt sehr viel Druck aus der Seite der Eltern, was die Schule betrifft. Also sie wollen, dass ihr Kind das Allerbeste ist in der Klasse, natürlich, nach der Schule aufs Gymnasium geht, danach auf die Uni. Eine Ausbildung kommt zum Beispiel gar nicht in Frage für Vietnamesen, in den meisten Fällen. Und ich als Kind habe diese Anstellung sehr unfair gefunden. Ich habe immer versucht, mit meinen Eltern darüber zu streiten, was ich später im Leben machen will. Ich wollte immer Floristin werden und meine Mama war immer dagegen. Und erst als ich älter geworden bin, habe ich verstanden, warum meine Eltern eigentlich diese Einstellung haben. Es ist einfach, weil sie während der Kriegszeit in Vietnam aufgewachsen sind. Und deswegen verstehen sie auch ganz genau, wie es sich anfühlt, arm zu sein und nichts zu haben. Und sie wollen natürlich, dass ihre Kinder eine andere Zukunft haben und dass sie nicht das Gleiche wie sie erleben müssen. Jetzt sind meine Eltern ziemlich zufrieden mit mir. Ich habe das Abitur gemacht und danach nach Deutschland umgezogen, um an der Uni Augsburg zu studieren. Jetzt studiere ich im 5. Semester Medien- und Kommunikationswissenschaften. Obwohl Tschechien und Deutschland Nachbarn sind, gibt es trotzdem Unterschiede zwischen den zwei Ländern. Und vor allem merke ich das zum Beispiel, wenn ich in einen Laden komme, die Verkäuferin mich höflich fragt, ob sie mir helfen darf oder so. Und wenn ich das Laden wieder verlasse, wünscht sie mir einen schönen Tag und lächelt schön. Sowas sieht man in Tschechien eigentlich eher selten. Einen großen kulturellen Schock hatte ich allerdings nach dem Umzug nach Deutschland nicht. Ich habe zwar einmal einen Weißwurst in der Pfanne gebraten und damit meine Mitbewohnerin erschrocken, aber ansonsten größere Fauxpas oder Probleme hatte ich nicht, weil ich schon so europäisiert bin. Mit der deutschen Sprache habe ich am Anfang noch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil ich zwar in der Schule schon Deutsch gelernt habe, für die Uni hat es allerdings nicht gereicht und ich musste viele Vokabeln noch lernen, um eigentlich in den Vorlesungen überhaupt zu verstehen, worum es geht. Jetzt würde ich sagen, dass ich nur ganz selten Schwierigkeiten kriege bei Konversationen mit anderen Leuten oder beim Zuhören im Hörsaal. Geht es eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt versucht, mein Porträt ein bisschen anders zu gestalten. Nicht so viel über mich selbst zu reden, sondern die Möglichkeit auszunutzen, die vietnamesische Kommunität in Tschechien ein bisschen vorzustellen. Ich glaube, dass es in Deutschland und in anderen europäischen Ländern ähnlich ist, bin mir aber nicht so ganz sicher, weil ich erst seit 2 Jahren in Augsburg wohne und nicht so viel im Kontakt mit der vietnamesischen Kommunität hier bin. Vielleicht könntet aber ihr Ihre Erfahrungen, Ihre Meinungen in den Kommentaren schreiben, mit uns Ihre Geschichte teilen. Wir würden uns wirklich sehr freuen. Flüchtlinge sind besser ausgebildet als gedacht. BAMF-Chef Frank-Jürgen Weise, der auch die Bundesagentur für Arbeit leitet, beruft sich dabei auf eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. 50.000 Flüchtlinge haben zwischen September 2015 und Oktober 2015 einen Job gefunden. Sie seien besser qualifiziert als gedacht und sehen Demokratie und Frauenrechte positiver als vermutet, so der BAMF-Chef. Zugleich seien im selben Zeitraum rund 100.000 Schutzsuchende arbeitslos gemeldet gewesen. Flüchtlinge und Deutsche denken sehr ähnlich. Einer Studie des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zufolge gibt es viele Geflüchtete mit einer guten oder sehr guten Schulbildung und vergleichbar langen Schullaufbahnen, wie in Deutschland. Auf der anderen Seite stehen allerdings viele Geflüchtete, die entweder gar keine Schule oder nur eine Grundschule besucht haben. Die Forscher sprechen von einer starken Polarisation der Allgemeinbildung von Flüchtlingen. Mit 46% strebt fast die Hälfte der Befragten noch einen Schulabschluss in Deutschland an. Darunter also auch viele, die bereits einen höheren oder mittleren Abschluss in ihrem Herkunftsland erlangt haben. Eine ähnlich große Übereinstimmung zwischen Flüchtlingen und der alteingesessenen Bevölkerung in Deutschland gibt es, was die Einstellung zur Gleichberechtigung betrifft. Demnach stimmen mit 86% sogar mehr Flüchtlinge der Aussage zu, dass Arbeit die beste Möglichkeit für Frauen sei, unabhängig zu sein. Selbst 85% der männlichen Flüchtlinge sehen das so, während dagegen unter den deutschen Männern nur 62% zustimmen. Dafür halten es mehr Flüchtlinge als Deutsche für problematisch, wenn Frauen mehr verdienen als ihre Partner. Rund 2300 Geflüchtete wurden ausführlich befragt, die seit 2013 nach Deutschland gekommen sind. 3 von 5 Sachsen halten Deutschland für überfremdet. Rechte und rassistische Einstellungen sind in Sachsen weit verbreitet, zeigt eine neue Umfrage. Knapp 40% lehnen die Einwanderung von Muslimen generell ab. Sachsen habe ein Problem mit extrem rechtem Denken und mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, hieß es in einer Stellungnahme. Sachsen zeige sich als gespaltenes Land. Insgesamt wurden vom 8. August bis zum 4. September dieses Jahres im Auftrag der Sächsischen Staatskanzlei mehr als 1000 Bürger befragt. Der dazu gebildete Beirat mit Vertretern des öffentlichen Lebens sprach von alarmierenden Ergebnissen. Mit einem Ausländeranteil von 2,8% liegt Sachsen an 5. Stelle der 16 Bundesländer. Jeder 10. Beschäftigte trotz Arbeit von Armut bedroht. Immer mehr Menschen droht die Armut, obwohl sie arbeiten und die Wirtschaft wächst. Laut der EU-Statistikbehörde Eurostat ist fast jeder 10. Beschäftigte armutsgefährdet. Vor 10 Jahren waren es nur halb so viele. Die Fraktionsvize der Linken, Sabine Zimmermann, fordert darum die Erhöhung des Mindestlohns von derzeit 8,50 auf 12 Euro pro Stunde. Zudem müsse die Niedriglohnbeschäftigung in Form der Leiharbeit abgeschafft werden. Entwicklungsminister Gerd Müller entschuldigt sich für rassistische Äußerungen. Channel Welcome hat in seinen Nachrichten mehrfach die besonnene Einschätzung des Entwicklungsministers hervorgehoben. Doch nun vergriff er sich total. Alkohol, Suff, Drogen und Frauen. Vor allem dafür geben afrikanische Männer, dem Entwicklungsminister zufolge, ihr Geld aus. Später entschuldigte er sich für die Aussage. Sie sei zu undifferenziert gewesen. Fremdschämen für Journalistenkollegen. An Pegida und Co., die mit dumpfen Parolen um Aufmerksamkeit buhlen, hat man sich längst gewöhnt. Aber dass unsere Kollegen deren Geschmacklosigkeit noch unterbieten, macht uns fassungslos. Die Bundespressekonferenz, die den jährlichen Bundespresseball ausrichtet, veröffentlicht in einem Jahrbuch der Journalistenvereinigung einen satirisch gemeinten Beitrag mit dem Titel »Schwimmkurs für Flüchtlinge«. Fiktive Autorin ist die Bundesbadeagentur. Unter anderem heißt es in dem Text: Für uns ist es wichtig, Flüchtlingen das Schwimmen so beizubringen, dass sie sich im Wasser immer sicher fühlen. Dann folgen verschiedene Kursangebote, darunter Baby-Flüchtlingsschwimmer, dient der motorischen, geistigen und sozialen Entwicklung des Flüchtlingskindes, und Einzelunterricht für erwachsene Flüchtlinge. Es ist nie zu spät, das richtige Schwimmen und die richtigen Techniken zu lernen, die ihren Fluchtstil optimieren. So viel Geschmacklosigkeit ist uns in 1,5 Jahren Channel Welcome noch nicht begegnet. Produziert von meist akademisch ausgebildeten Journalisten in Deutschland. Nach Zählungen der Internationalen Organisation für Migration starben in diesem Jahr bereits mehr als 4.200 Menschen bei dem Versuch, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Damit sind 2016 schon mehr Menschen auf der Flucht gestorben als in jedem der vorherigen Jahre. Rassistische Äußerungen haben in den USA Hochkonjunktur.
US-Bürgermeisterin nach Beleidigung von Michelle Obama, zurückgetreten. Die ursprüngliche Nachricht war von der Chefin einer Entwicklungsorganisation in Clay, nach dem Wahlsieg Donald Trumps, bei der US-Präsidentschaftswahl verfasst worden. Es werde erfrischend sein, eine stilvolle, attraktive, würdevolle First Lady im Weißen Haus zu haben, schrieb Pamela Ramsey Taylor. Sie habe es satt, einen Affen in Stöckelschuhen zu sehen. Die Bürgermeisterin von Clay im Bundesstaat West Virginia, Beverly Walling, hatte den Beitrag auf Facebook mit den Worten kommentiert: „Du hast meinen Tag gerettet, Pam." Aber es geht noch schlimmer. Empörung über Heil-Trump-Rufe. In Donald Trumps Wahlkampf spielte die ultrarechte Alt-Right-Bewegung eine zentrale Rolle. Jetzt ist ein Video aufgetaucht, das die US-Nationalisten beim Feiern zeigt, mit Nazi-Rhetorik und Hitlergruß. Richard Spencer, einer der Anführer der sogenannten nationalen Rechten, spricht darin von der Überlegenheit der weißen Rasse. Er würdigt Juden herab, attackiert die Medien unter der Verwendung des deutschen Begriffs Lügenpresse und schließt seine Rede mit dem Ausruf: Heil Trump, Heil unserem Volk, Sieg Heil. Im Original: Hail Trump, Hail our people, Hail Victory. Daraufhin reißen viele Zuschauer den rechten Arm zum Hitlergruß in die Höhe. Dazu noch einige Zitate des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Ich bin der beste Präsident, den Gott je geschaffen hat. Über einen kritischen Publizist, der im Rollstuhl sitzt, sagt er: Von einem Kerl, der sich nicht mal eine Hose kaufen kann, muss ich mich nicht beschimpfen lassen. Oder: Ich werde eine große Mauer bauen und niemand baut Mauern besser als ich. Glauben Sie mir. Und ich baue sie sehr kostengünstig. Ich werde eine große, große Mauer an unserer südlichen Grenze bauen und ich werde Mexiko für diese Mauer bezahlen lassen. Häufig, wenn ich mit den Top-Frauen der Welt geschlafen habe, habe ich zu mir, einem Jungen aus Queens, gesagt: Kannst du glauben, was du hier bekommst? Und ich bin ein wirklich kluger Mensch. Ich habe es einfach sehr gut gemacht im Leben. Die Leute lieben mich. Jeder liebt mich. Solche Aussagen scheinen dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer zu imponieren. Mir gefällt, dass er die Menschen direkt anspricht und ihre Lebensrealität berücksichtigt. Nicht abstrakt, nicht verschwurbelt, sondern mit konkreten Antworten. Das finde ich gut. Das sagte Seehofer der Passauer Neuen Presse und lud Trump noch vor der Bundesregierung zu sich nach Bayern ein. Übrigens, in einem Interview mit der Augsburger Zeitung sagte er, Seehofer wörtlich: Ohne die CSU gäbe es bis heute keine Grenzkontrollen und keine Verschärfung des Asylrechts. Zweitens sage ich den Wählern: Wir garantieren, wenn ihr euch für uns entscheidet, dass wir die Begrenzung durchsetzen. Wir werden nur dann in Berlin mitregieren, wenn das realisiert wird. Diese Garantie gebe ich für meine Partei ab. Vielleicht können wir ihn ja dieses Mal beim Wort nehmen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble stellte dazu schon mal klar: Die Symboldebatte um eine Obergrenze braucht kein Mensch und das Grundrecht auf Asyl kenne per Definition keine Obergrenze. In der Flüchtlingskrise hat Deutschland enorme Hilfsbereitschaft gezeigt. Noch auf Jahrzehnte wird man im Ausland mit uns die Bilder vom Münchener Hauptbahnhof verbinden, so Schäuble in einem Interview für die Bild am Sonntag. Van der Bellen zum zweiten Mal neuer Bundespräsident Österreichs. Zum zweiten Mal in diesem Jahr gratuliert Channel Welcome dem ehemaligen Grünen-Chef Alexander Van der Bellen zur Wahl des österreichischen Bundespräsidenten. Auch Gratulation an die vielen Wähler, die sich zu einem europäischen, offenen und toleranten Österreich ohne Grenzen bekennen. Er heißt Mehmet, wurde in der Türkei geboren, aber lebte lange Zeit in Augsburg, wo er in der Bäckergasse einen Kilimladen führte. Er ist das, was auch viele Migranten in der ganzen Welt sind: hin und her gerissen zwischen zwei Ländern und zwei Kulturen. Ja,
Und er ist mein Vater. Fängt es an oder hast du schon angemacht? Ha? Oh, kann ich anfangen, jetzt die Leute sind da. Mach mal aus, das war. Ich heiße Mehmet Ali Dericioğlu. Ich bin 26. Oktober 1961 in Alaşehir, Manisa, geboren. Das ist eine kleine Provinzstadt in der Nähe von Großstadt Izmir, etwa 140 Kilometer entfernt. Dort bin ich geboren und aufgewachsen bis meine 16. Lebensjahr. Dort habe ich Grundschule und Mittelschule besucht und Teil Gymnasium. Habe ich auch 2 Brüder, die dort geboren sind, die wir zusammen aufgewachsen sind. Danach war in der Türkei sehr schwierige Zeiten, 70er Jahre, viel Terrorismus. Deswegen musste ich dann eine Polizeischule oder Militärschule besuchen. Das war die sicherste Schule damals. Da habe ich beide die Prüfung abgelegt und die beiden habe ich bestanden. Dann habe ich mich entschieden, zur Militärschule, Gendarmerie zu gehen. Dort in Ankara habe ich 4 Jahre das Studium fertig gemacht. Kurz vor Studium war wieder 1980 ein Militärputsch. Dort habe ich die Schule aufgegeben, also die Militärschule aufgegeben, kurz vorm Schluss. 1980 im August bin ich dann nach Deutschland gereist. Meine erste Station war München. Dann wusste ich gar nicht, wohin mit mir und konnte keine Deutsch, auch sehr, sehr wenig Englisch. Dann habe ich den nächsten Zug genommen und ich habe gesagt, wohin der Zug fährt, fahre ich einfach hin. Und der Zug hat mich dann nach Köln gebracht und Köln bin ich ausgestiegen und dann habe ich mich ein bisschen rumgeschaut, ohne Deutschkenntnisse, nur mit meinem wenig Englisch. Und dann habe ich gesehen, da ist eine Circus Roncalli. Der Besitzer heißt Paul mit Bart, kann ich mich sehr gut erinnern heute. Und der hat mich dann in Herz genommen und dann eine Arbeit gegeben für die Artisten, dass ich die Vorhänge auf und zu mache. Und habe ich schon 3 oder 3,5 Monate dort gearbeitet und war ich sehr, sehr zufrieden. Aber ich habe gesagt, das ist da kein Beruf für mich. Dann habe ich den nächsten Zug genommen, dann bin ich dann nach Hamburg gereist. Da musste ich 3 Tage arbeiten und 2 Tage dann Deutschschule besuchen, dass ich Deutsch lernen konnte. 8 Monate später habe ich dann Arbeitserlaubnis und eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland gekriegt. Dann durfte ich dann in Hamburg bleiben. Habe ich 3 Jahre in Hamburg gewohnt. Aber in Deutschland leben war wieder nicht so für mich. Dann wollte ich unbedingt wieder in die Türkei. Dann bin ich in der Türkei zurückgekommen. Dann musste ich dann normalen Militärdienst leisten. Das ist am Schwarzen Meer in Samsun gewesen, war auch schöne Zeiten für mich. 1985 hat der Tourismus in der Türkei richtig angelaufen, dass ich mit meinen Deutschkenntnissen, auch ein bisschen Englischkenntnisse, dass ich irgendwo im Tourismus arbeiten könnte. Was habe ich dann gemacht? Dann bin ich nach Kuşadası. Dort habe ich angefangen, als Kellner gearbeitet. Und danach habe ich dann beim Schmuckladen gearbeitet als Verkäufer. Zum Schluss habe ich dann bei einem Teppichhändler als Teppichverkäufer angefangen zu arbeiten. 1986, das war August, habe ich dann meine Frau kennengelernt, die Frau von meinen Kindern, die Mutter, beim Teppichverkaufen. Ich habe quasi meine Ex-Schwiegereltern damals Teppich verkauft, dadurch habe ich meine Ex-Frau kennengelernt. Und dann haben wir uns dann irgendwie sehr nahe gekommen. Dann haben wir uns dann entschlossen zu heiraten. Nach dem Heiraten haben wir zeitlang habe ich hier in Deutschland gewohnt. Meine Ex-Frau ist immer zwischen Deutschland und Türkei gependelt. Ich habe 1987 in Kuşadası mal umgeguckt. Das war eine Geschäftslücke, eine Bar zu öffnen. Ich habe mir so einen Traum angesetzt, dass ich so eine Bar mache, dass das niemand hat. Ich habe von meinem Freund ein großes Gebäude, 4-stockwerkiges Gebäude gemietet und schön alles saniert, alles renoviert. Das heißt dann Dusty Bar. 3 Jahre später, 1989,
hat sie gesagt, ja, wir müssen uns dann entscheiden, wo wir uns dann überhaupt leben. Dann sind wir nach Deutschland gegangen und in München haben wir eine Wohnung gemietet. Dort habe ich mich in Karstadt beworben. Ich habe dann kurz, weiß ich, ein Jahr, glaube ich, in Karstadt gearbeitet. 1990 wollte ich wieder in die Türkei zurück. Habe ich ein Angebot bekommen in Antalya, in Side, ein kleines Örtchen, als Teppichverkäufer zu arbeiten. Dann bin ich wieder zurück. Dort habe ich wieder 1,5 Jahre gearbeitet. 1. Oktober 1992 ist mein Sohn Dennis ist auf der Welt gekommen. Konnte ich dann meine Ex-Frau nicht in Deutschland allein lassen. Ich bin zeitlang geblieben. Nach 8 Monaten oder 9 Monaten ist mir wieder in meinem Magen gekribbelt, dass ich wieder in die Türkei musste. Und dann habe ich wieder einen Job hier gesucht. Dann bin ich einfach mal geflogen in die Türkei. Ich habe die schönen Ecken angeschaut. Diesmal Marmaris, die Ecke. Dort habe ich dann wirklich einen Laden gemietet und dann einen Teppichladen aufgemacht. Das heißt Turunç Karpet Galerie. 1995 mein zweites Kind auf der Welt gekommen. Das war 2. Januar 1995, Tamara. Und dann ist meine Ex-Frau dann natürlich mit 2 Kindern in die Türkei kommen müssen. Die waren noch beide noch kleine, Babys noch. Und das war natürlich schwierig. Dann haben wir natürlich festgestellt, dass meine Ex-Frau mit dem 3. Kind schwanger ist, die gerade mich aufnimmt für Eileen. Und dann mein Ex-Schwiegerpapa ist dann Ostern 96 ist verstorben. Und dann konnte ich sie nicht allein lassen, diese schwierigen Zeiten. Dann haben wir entschlossen, dass ich dann wirklich den Laden in der Türkei aufgebe und dann wirklich dann dort bleibe. Eileen ist auf die Welt gekommen. Dann sind die Versicherungsvertreter angerufen, immer ja, für Kinder so Versicherungen zu verkaufen. Dann habe ich mich entschlossen, diese Versicherung abzuschließen. Dann hat er gesagt, ja, was ich so beruflich mache, ob ich dann als Versicherungsvertreter also so arbeiten würde. Dann habe ich ja gesagt. Dann habe ich für die Firma angefangen, so Versicherungsvertreter zu arbeiten. Habe ich das dann wirklich so 1,5 Jahre oder 2 Jahre gemacht. Da habe ich sehr, sehr Erfolg gehabt bei der Beruf, aber auch gedacht, die Versicherungsvertreter ist auch nicht kein Beruf für mich. Dann habe ich wirklich wieder überlegt, eine Teppich- und Kilimsbranche zu landen. 1998 habe ich einen Laden gemietet und dann habe ich ein wunderschönes Geschäft aufgemacht. Haben wir alles selber saniert und selber renoviert. Und meine Kinder sind dann immer gekommen und die waren wirklich verliebt in diesen Teppichladen. Und der Teppichladen war auch sehr, sehr schön. Eine Augenweide für den Augsburg. Teppichgeschäfte haben immer abgenommen von Umsatz her. Da musste ich dann zweiten Bein mal überlegen, was ich machen konnte. Dann kam eine Bekannte zu mir, der so Fenster und Tür renoviert und saniert und der da auch dann Dichtungsprofile da einbaut. Er hat gesagt, ja, kannst du denn in der Türkei mal Recherche machen, ob du einen Produzenten da in der Türkei findest. Das habe ich gemacht. Dadurch habe ich dann in der Türkei wieder eine Draht aufgebaut, so Dichtungsprofile, wo Fenster und Türen diese Gummidichtungen reinkommt. Die beiden Geschäfte habe ich dann so ungefähr 3 Jahre parallel geführt. Dann habe ich gesagt, beide geht's nicht. Der Teppichgeschäft hat sowieso dann abgenommen von Umsatz her. Das musste ich dann aufgeben. Das hat dann so weh getan, diese Laden aufzugeben. Die heißt Minerva in Bäckergasse Nummer 12. 86 150 die Postleitzahl, weiß ich heute noch. Meine Kinder waren sehr gut befreundet mit Nachbarn, war wie zu Hause dort. Und 2006 war auch die Scheidung von meiner Ex-Frau. Das war auch für meine Kinder gar nicht so schöne Zeiten. Dann habe ich angefangen, alleine zu wohnen. Habe ich alleine gewohnt, zeitlang. Dann habe ich den alle 3 Mal geholt, ein Abendessen. Dann habe ich die mal nachgefragt. Ja, ich möchte mal in der Türkei, ist das schlimm für euch? Und ich kann hier in Deutschland nicht mehr so weitermachen. Habe ich nur die Meinung mal geholt von meinen Kindern. Die waren natürlich alle traurig, aber haben sie nur Einverständnis gegeben, wo ich mich dann glücklich fühlen würde, wo ich dann glücklich werde, dass ich dann gehen könnte. Dann habe ich 2011
bin ich in der Türkei einfach gekommen und habe ich einfach einen kleinen Büro gemietet und dann habe ich angefangen in der Türkei zu leben. Und meine Kinder haben mich dann immer jedes Jahr, soweit es geht, dann besucht. Es gibt Seiten, dass ich Deutschland sehr, sehr gerne habe und es gibt natürlich auch Seiten, dass ich Türkei sehr, sehr gerne habe. Ich bin da immer inzwischen gewesen, zwischen zwei Kulturen. Ich mag beide Kulturen eigentlich. In Deutschland mag ich sehr, sehr gerne, Beispiel die Sauberkeit und die soziale Leben, die Leute miteinander Respekt haben. Also man kann nicht beschreiben hier, wie man das lebt. Es gibt auch Nachbarschaften, die sehr, sehr stark verbunden ist. Die Familien hält ewig immer zusammen. Deswegen nach gewissem Alter habe ich immer geträumt, dass ich in die Türkei gehe und dass ich dann in der Türkei ein neues Leben aufbaue, so ein kleines Häuschen habe mit dem Hund und mit den Haustieren, so Nachbarschaft und gut lebe. Das habe ich dann auch bei dem zweiten Ehe dann halt alles geschafft. Und jetzt fühle ich mich einfach hier wohler. Aber in Deutschland, wenn Sie mich fragen, dann vermisse ich auch sehr viele Sachen. Diese Verkehr, Disziplin vermisse ich in Deutschland. Hier fährt man manchmal über Rot in der Türkei, manchmal über Gelb und steht man nicht an der Ampel. Man geht über Zebrastreifen mal, man muss immer aufpassen hier auf den Verkehr. Wir sind noch nicht so weit einfach wie in Deutschland. Ganz weiten Gedanken denke ich mir, ob ich dann nach Deutschland wirklich dann zurückkehre, weil die politische Lage in der Türkei nicht stabil ist momentan, weil wir immer hin und her, jetzt läuft auch Terrorismus sehr stark hier, Terrorismus hat sehr großen Anteil. Jeden Tag 5 bis 10 Tote hier in der Türkei, im Osten eher, aber trotzdem, das stört dann irgendwie. Wir haben am 15. Juli hier einen großen Militärputschversuche gehabt in der Türkei. Das hat die Türkei wirklich sehr unstabil gemacht. Und das war schlimme Zeiten in der Türkei. Ist immer noch nicht stabil. Wer weiß, was morgen kommt. Und die Wirtschaft ist dann stehen geblieben irgendwie. In keine müde Markt, also wenn wir sagen mit alten Sprichwort halt, bewegt sich gerade. Die Leute haben keine Kauflust mehr momentan. Aber hier Leben ist einfach, für mich, sag mal so, zumindest ist sehr, sehr schön, weil wir haben fast 8 Monate immer Sonnenschein hier. Wir leben hier direkt am Promenade. Das Meer ist dann fast 200 Meter von hier entfernt, kann man zu Fuß gehen. Es gefällt mir sehr, sehr schön hier. Und ich bin auch in der Türkei momentan sehr, sehr glücklich. Rechte schüren mit den immer gleichen wenigen Parolen Ängste. Sie picken einzelne Ereignisse heraus, die zur Untermauerung ihres menschenverachtenden Weltbilds passen. Dazu gehört die Silvesternacht 2015 auf 2016 in Köln. Aber auch wir finden die Vorgänge dort und in anderen Städten absolut indiskutabel. Nur mit Empörung und Gegengewalt erreicht man nichts. Appelle und Aufklärung sind in unseren Augen zumindest eine sinnvolle Alternative. Welcome to Arrivals by Channel Welcome. In this episode, we're going to talk about behavior rules in Germany. In Germany, your religion isn't chosen for you by the state. Instead, it is a personal choice. Religious freedom is one of the most important aspects of the German constitution. Germany is home to many different religious and ethnic groups and many different political and social ideologies. Only mutual respect and tolerance can allow everyone to live peacefully now or in the future. Please leave behind any conflicts or hate that you once may have felt in your home country and try to live a more peaceful life in Germany. Even if you have to wait a while to receive an official visa or spend some time living outside of your comfort zone, remember that the great number of immigrants that are arriving in Germany at the moment make it harder and more time-consuming for everyone to be granted stay. And remember that the majority of the population in Germany is not against immigrants. German is a difficult language. In order to better yourself at it,
It is important to practice reading and writing in German and to take German classes. Dare to speak in German even though you make mistakes. People of all nationalities like it when foreigners try to speak their language. Another important point is to not speak so loudly at restaurants and on the street. Germans like their personal space and are bothered by loud conversations. Men and women are equal in Germany. A policewoman deserves the same respect as a policeman, a female doctor the same as a male doctor. Muslim women also have the same exact rights as Muslim men. They can decide who and when to marry, and also when to file for a divorce. They themselves decide if they want to wear a headscarf or not. In Germany, it doesn't matter what gender you are, nor your skin color or sexual orientation. Everyone has the same rights. Men are allowed to have male partners and women female partners. Please accept that as part of the German culture, even if in yours that is considered unacceptable. It is against the law to harass people verbally, to make inappropriate sexual comments towards women, or to touch them without their permission. Sexual harassment is a punishable offense in Germany, as well as domestic violence. Women and children are protected against violence from anyone. Germany has one of the highest tax rates in the world. Welfare is financed by working citizens to support people without jobs or who are too sick or too old to work themselves. This system can only work if able-bodied citizens work legally and pay taxes. In Germany, it is very important to respect appointments and to be punctual. An education in Germany usually takes longer and is more difficult than in other countries, but it will give you way better job opportunities. If you have problems with your landlord, your boss, or in your family, you can refer to the many free state-funded consulting agencies in Germany. They are at your disposal to help with that. It is never awkward or shameful to honestly ask others for help. In Germany, the trash is separated and recycled. For example, paper goes in the paper bin and glass in glass containers. Please take part in this process here, even though it might be not as important in your home country. Thank you for watching. Subscribe to Channel Welcome to be notified about new videos in the Arrival series. Dass Semen überhaupt am Leben ist, bezeichnen Ärzte als kleines Wunder. Durch Sauerstoffmangel bei der Geburt erlitt der Junge eine Hirnblutung und fiel kurzzeitig ins Koma. Danach konnte er weder hören noch sehen und musste künstlich beatmet und ernährt werden. Aber der kleine Semen ist ein Kämpfer und lebt immer noch, auch weil seine Eltern irgendwann ihre russische Provinz verließen und mit ihm nach München gingen, wo er in Spezialkliniken mehrfach operiert wurde. Verschiedene Therapien bringen kleine Fortschritte und zum ersten Mal zeigt der kleine Semen Reaktionen, wie Lachen und Weinen. Doch die Behandlungen kosten Geld. Aber mit Hilfe von vielen Menschen, die Mitgefühl für den kleinen Jungen zeigen, kommen immer wieder durch Spenden größere Summen zusammen. Und seine Mutter Oksana dokumentiert auf Facebook, was mit den Geldern geschieht, welche Fortschritte der Kleine macht. Und die macht er. Mein Name ist Artem Bondarenko. Ich arbeite seit 4 Monaten bei Channel Welcome und führe ständig Interviews mit Personen aus russisch sprechenden Ländern. Letztes für unsere Wo lebt man besser Beitrag habe ich mich mit einer Frau namens Anna unterhalten. Sie hat mir über eine traurige Geschichte erzählt, über einen Jungen aus Russland, der mittlerweile in München behandelt wird. Nachdem ich die Geschichte gehört habe, wollte ich unbedingt mit seiner Familie in Kontakt kommen und einen Beitrag über sie leisten. Здравствуйте, меня зовут Оксана, мой муж Юрий и сын Семен. In München habe ich die Eltern Oksana und Juri Sukowski kennengelernt und ihren Sohn Semen.
Von ihnen habe ich Semens Geschichte erfahren, wie er bei seiner Geburt einen Sauerstoffmangel hatte und wie er fast davon gestorben ist. Kurz nach seiner Geburt fiel Semen in ein Koma, war klinisch tot und hatte eine Hirnblutung, aber trotzdem kämpfte er weiter und hat das alles überlebt. Die Familie kommt aus einer kleinen Stadt in Russland, wo die medizinischen Verfahren, die Semen braucht, einfach nicht existieren. 2 года. И у него просто кожа висела и одни косточки. И когда мы приехали в Германию, мы, конечно, подозревали, что нас могут отправить в больницу, нас не возьмут на реабилитацию. Но не хотелось в это верить на самом деле. Нас врач увидел на первом приеме и попросили раздеться. И, конечно, они были очень шокированы, они фотографировали его и сказали, что вам лучше прямо сейчас проехать на скорую помощь. После этого приема мы сели на метро, поехали в больницу, интенсивную терапию. То есть у него обнаружили сильнейшее обезвоживание организма. То есть и начали лечение, начали искать причину. Они нашли причину и устранили путем того, что сделали 2 операции. То есть где-то через полгода Сёма уже достаточно хорошо выглядел. Oksana kannte einen Freund, der in München lebt. Und er hat ihr über ein medizinisches Programm erzählt, das speziell für Kinder wie Semen in Deutschland angewendet wird. Die Entwicklung, was Menschen, vor allem Kinder mit Behinderung betrifft, ist einfach in Russland noch nicht so fortgeschritten wie in Deutschland. Aber alle Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Deswegen war es für Oksana und Juri klar, dass sie mit dem kleinen Semen nach Deutschland gehen. Am Anfang haben sie durch Airbnb eine Wohnung gefunden, aber es war ihnen nicht gewusst, dass Semens Behandlung so lange dauern würde. Bald mussten sie aus der Wohnung raus und einen neuen Platz finden. Zum Glück haben sie ein Volltätigkeitshaus mit Unterstützung der russischen orthodoxen Kirche gefunden und dürften da weiter wohnen. Danach haben sie auch bei dem Ronald McDonald Haus gewohnt. Und heutzutage können sie sich endlich eine eigene Wohnung mieten. Als Semen wieder zu nehmen könnte, war er energischer und aktiver als vor der Behandlung. Seine Umgebung war ihm auch interessanter. Ab dem Punkt konnte er deutliche Emotionen zeigen. Er hat zum Beispiel zum ersten Mal gelacht und geweint. Bevor hat er ganz selten Emotionen gezeigt. Die Behandlung hat ihm auch ermöglicht, sich fester an Objekten zu halten, seinen Rücken gerade zu machen und schließlich zu kriechen. Да, у него, то есть, динамика, она, конечно же, всегда шла вперед, но очень медленно. Но здесь мне показалось, что все пошло гораздо быстрее. Интеллектуальные скачки тоже. Да, интеллектуальные скачки. Мы тут тоже различные терапии для интеллекта делаем. И у него, то есть, скачками тоже проявляется что-то новое всегда. Но ему интересно стало. На самом деле он интересуется всеми вещами. Das ist Sonja, eine freiwillige Helferin der Familie. Sie hilft mit Übersetzungen und mit dem Kontakt zu Ärzten. Also ich bin zufällig auf die Facebook-Seite von denen gestoßen, habe mir die Seite dann angeschaut und es war Weihnachtszeiten letztes Jahres und wir haben so eine Tradition bei uns in der Familie, dass wir jedes Jahr zu Weihnachten spenden. Und dann haben wir bei Antenne Bayern Stiftung was mitgemacht und dann kam diese Seite von Facebook über den kleinen Semen und dann habe ich gedacht, dass ich unbedingt dem Kleinen was spenden muss. Und nach 3-4 Wochen habe ich mich nochmal auf die Seite gestoßen, habe nochmal durchgelesen und dann hat mich irgendwie sehr getroffen, die Geschichte von dem Kleinen, dass ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt die Familie kennenlernen. Zurzeit wird die Familie hauptsächlich durch Spenden von privaten Personen unterstützt. Außerdem hilft ihnen die russische orthodoxe Kirche und einige private Unternehmen. Die Leute finden sie am meisten durch soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram.
Sie veranstalten auch Flohmärkte, in denen Leute auch persönlich ihre Geschenke für Semen nach Hause bringen. Sie bekommen auch per Post ständig Geschenke und Briefe aus der ganzen Welt. Да, мы ехали сюда на 3 недели, повторюсь, 2 чемоданчиками, то есть мы планировали пройти свою реабилитацию и уехать обратно домой. Но поскольку состояние сына как бы заставило нас здесь остаться, и у нас пошла операция за операцией, это продлилось около 2 месяцев, потом послеоперационный период, и мы, в принципе, как бы поняли, что здесь ему очень, очень сильно помогает медицина, и мы по сей день занимаемся каждый день. И мы приехали сюда по гуманитарной визе специально для того, чтобы лечить ребенка. То есть мы все втроем по этой визе по сей день, то есть мы уже продляли ее около 4 или 5 раз. И скоро опять же виза у нас заканчивается. До 30 ноября она сейчас действует. Врачи не рекомендуют, чтобы мы выезжали, так как состояние Семена не совсем удовлетворительное. И поэтому мы будем дальше решать этот вопрос, чтобы dальше заниматься здоровьем сына. Semens Geschichte hat mich persönlich sehr getroffen. Seine Mut und die von seiner Familie hat mich beeindruckt. Die Nächstenliebe, die bis jetzt ihnen gezeigt wurde, sollte es beweisen, dass auch in schwierigen Zeiten gibt es noch liebe Menschen auf der Welt. Ich hoffe, dass unsere Zuschauer durch diesen Beitrag auch irgendwie ihm und seiner Familie helfen können. Links für ihre Seiten und Kontaktinformationen werden jetzt eingeblendet. Wer sich zu meiner Schulzeit als intellektuell bezeichnete, war meist auch links. Wir wuchsen in einem kapitalistischen System auf, in dem es uns im Verhältnis ziemlich gut ging. Das wussten wir. Aber darum ging es nicht. Es reichte uns nicht, wenn wir hier im Wohlstand leben und der Großteil der Weltbevölkerung nicht. Und die uns glauben machen wollten, dass unser Reichtum nur darauf beruht, weil wir so fleißig sind und die anderen eben zu faul, das haben wir schon mit 18 nicht mehr geglaubt. Die Welt kann auf Dauer nicht in Frieden funktionieren, wenn weniger alles haben, weil sie andere Länder, andere Menschen ausbeuten und es bei der Mehrheit oft nicht mal reicht, trotz Arbeit die Familie zu ernähren. Wir lasen Karl Marx vom Mehrwert, den die Arbeiterklasse produziert, aber von dem in der Hauptsache nur die Unternehmer profitieren. Fidel Castro war ein Vorbild. Der promovierte Jurist nahm es denen einfach weg. Und trotz Aufschrei der Kapitalisten aller Länder und einem weltweit einzigartigen Embargo, wäre man gegen Saddam oder Assad so konsequent vorgegangen, hätte es niemals einen Irak- oder Syrienkrieg gegeben. Castro und Kuba konnten sie dennoch nicht in die Knie zwingen. Sein Gesundheits- und Bildungssystem war viel weiter entwickelt als in allen anderen lateinamerikanischen Staaten. Nirgends war die Lebenserwartung so hoch, die Kindersterblichkeit so gering. So etwas kann man nur aufbauen, wenn der Großteil des eigenen Volkes dahinter steht. Kuba war so viel mehr als ein kleiner Inselstaat in der Karibik. Und man kann nur träumen, was gewesen wäre, wenn man ihm und dem Land nur den Hauch einer Chance gegeben hätte, hier anzufangen, zusammen die Idee einer gerechteren Welt zu verwirklichen. Mehr als 600 Attentatsversuche auf Castro soll es gegeben haben. Als von Exilkubanern gesteuerte Terroristen 1960 Anschläge in Havanna verübten, rief er: Wir schlagen zurück. Jede Bombe wird beantwortet mit einem Hospital, jeder Mord mit einer Schule, jedes Attentat mit einem Kindergarten. Wir wussten auch, Fidel war kein Heiliger, im Gegenteil. Er ließ Kritiker bespitzeln, einsperren, ja sogar hinrichten. Mehr als 5000 sollen es gewesen sein. Aber wer wirft den ersten Stein? Fast 50 Jahre herrschte Fidel Castro in Kuba. Er erlebte in dieser Zeit 10 US-Präsidenten. Dass Castro zum sturen alten Mann wurde, der die Zeichen der Zeit nicht mehr erkannte,
während sein Land immer tiefer in die Misere rutschte, das hängt natürlich auch mit dem Zerfall der Sowjetunion zusammen und damit, dass Amerika in der kommunistischen Idee immer noch den schlimmsten aller Feinde sieht. Mit den grausamsten Herrschern haben sie Geschäfte gemacht, solange die keine Bedrohung für die eigene Weltanschauung waren. Castro hat den Westen nie wirklich bedroht, aber dennoch haben sie ihn fertig gemacht. Die Geschichte wird mich freisprechen. Eines seiner berühmtesten Sätze. Nicht in allen Punkten, aber in den Wesentlichen, dessen bin ich mir sicher. Dazu braucht es aber erst einmal Einsicht.